Also die Gegend gefällt uns so gut da. Wir waren wirklich schon klatschnass, kalt war es. Wir haben einfach so ein Riesenglück. Das kann nicht gesund sein. Wir starten die letzte Etappe ans Nordkap, und zwar von Tromsø ans Nordkap. Es sind jetzt ungefähr noch 600 Kilometer, die vor uns stehen. Wir verlassen Tromsø gerade und auf geht's in den Norden. Seit 2 Monaten sind wir unterwegs, um das vielleicht schönste Ende der Welt mit dem Fahrrad zu erreichen. Es fühlt sich an, als wäre das Nordkap zum Greifen nahe. Wir sind nur 44 Kilometer von Tromsø weg und wir sind da in so der mega coolen Natur. Also das ist einfach so gigantisch. Wir sind da umzingelt von hohen Bergen. Da ist nichts los, eine kleine Straße. Ich meine, ab und zu kommt ein Auto, aber ich hoffe, das bleibt jetzt so bis zum Nordkap, weil das ist einfach das Beste. Im hohen Norden wird unsere Reise noch einmal richtig intensiv. Durch ein paar unvergessliche Zufälle kommen wir in intensiven Kontakt mit den Menschen, die hier leben. Schon im Süden hat man uns erzählt, die Norweger im Norden wären besonders herzlich und offen. Und nach unseren Erlebnissen können wir dieses vermeintliche Gerücht zu 100% bestätigen. Lasst euch von unseren Geschichten überzeugen. Denn auch an diesem Abend, an dem das Wetter mehr als ungemütlich wird und Wind und Regen um unsere Ohren peitscht, kommen wir in den Genuss der norwegischen Gastfreundschaft. Draußen regnet es stürmt, es ist kalt und wir haben einfach so ein Riesenglück, dass wir schon wieder in einem Haus übernachten dürfen. Diesmal sogar wirklich ganz was Spezielles, haben wir noch nie auf unserer Reise gehabt, dass wir so wie da jetzt in einem Nähatelier schlafen dürfen. Das ist wirklich ein kleines Haus nur zum Nähen. Also das Haus, wo die Besitzer wohnen, das gegenüber, also ein riesengroßes Grundstück. Wir sind ja da wirklich mitten im Nirgendwo, ganz hoch oben im Norden von Norwegen. Und die haben sich da separat nur ein kleines Häuschen hingebaut oder ein paar mehr, aber eines davon ist ein Nähatelier und gefällt uns so gut. Schöne Bilder an der Wand und überall die ganzen Nähgarne und ja, das ist so richtig, da kann man so richtig kreativ werden darin. Wenn man abends die nasse Kleidung trocknen kann, eine warme Dusche bekommt und eine ruhige, vom Regen beschützte Nacht verbringt, fühlt man sich am nächsten Tag wie neu geboren und man startet den Tag mit einer extra Portion Energie. Ich bin gerade so glücklich. Das Wetter ist verrückt. Da vorne schüttet es wie Sau, da oben über uns ist gerade blauer Himmel, da hinten war gerade ein Regenbogen. Dann kommt der Wind wieder von vorne wie blöd, dann ist er wieder weg. Es ist alles so durchmischt und es macht so Spaß. Aber es macht halt auch deswegen gerade so Spaß, weil wir so viel in Kontakt da mit den Menschen kommen, weil unsere Sachen nicht nass sind, weil wir jeden Abend irgendwo übernachten können. Es ist, also da oben, der Norden in Norwegen, ist einfach jetzt schon unser Highlight. Wenn auch gleichzeitig die herausforderndste Strecke. Aber es ist immer so auf unserer Reise. Die herausforderndsten Sachen sind einfach die schönsten. Wo man sich richtig spürt, wo man sich richtig challengen muss, wo man am Ende des Tages so richtig zufrieden ist, richtig stolz ist, was man geschafft hat. Das tut echt so richtig gut. Ich glaube, die sagen am Anfang, die waren umsonst. Hoffentlich. Ganz so sicher bin ich mir immer noch nicht, weil jeder sagt, ab Alter wird es richtig heftig. Und das haben wir noch gar nicht. Also, we will see. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, ist, dass Norwegen auch an diesem Abend eine unvergessliche Überraschung für uns bereithält.
Bevor wir uns den unglaublichen Landschaften der Nordkap-Insel nähern, wollen wir euch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Wir freuen uns, dass CyberGhost ein weiteres Video von uns unterstützt, denn für uns gehört der VPN zur Standardausrüstung im Reisegepäck. CyberGhost VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das euch beim Surfen im Internet mehr Sicherheit bietet. Wir nutzen unterwegs oft ein öffentliches WLAN und da bietet der VPN die beste Sicherheit. Die Software verbirgt nämlich eure IP-Adresse und leitet eure Daten durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel. So weiß wirklich niemand, was ihr im Internet anschaut, nicht einmal CyberGhost selbst. CyberGhost VPN kann aber noch viel mehr als das. Mit einem VPN könnt ihr das Geoblocking bei 40 Streaming-Plattformen wie Amazon Prime, Disney Plus oder in Fernsehmediatheken ganz einfach umgehen. Netflix zum Beispiel hat je nach Land ganz unterschiedliche Filme im Programm. Wenn ihr also einen Film anschauen wollt, der nur bei Netflix in den USA zum Sehen ist, dann könnt ihr mit CyberGhost VPN den Film trotzdem anschauen. Die App könnt ihr auf allen gängigen Plattformen wie Windows, Mac, Android oder iOS nutzen, egal ob auf dem Smartphone, Laptop oder Smart TV. Mit einem Abo könnt ihr bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen und falls ihr gar nicht so viele Geräte habt, könnt ihr das Abo einfach mit Freunden und Familie teilen. CyberGhost VPN hat mittlerweile 38 Millionen Nutzer und wenn ihr das Service einmal ausprobieren wollt, dann haben wir ein richtig gutes Angebot für euch. Mit dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr den VPN für nur 1,94 € im Monat und bekommt obendrein 4 Monate geschenkt. Das sind immerhin 84% Rabatt. Probiert das Ganze mal aus und wenn es euch nicht gefällt, dann gibt es immer noch eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also klickt auf den Link in der Infobox und nutzt das tolle Angebot. Und jetzt geht's weiter Richtung Nordkap-Insel, ein Highlight unserer Zeit in Norwegen. Wir sind ja vor 2 Tagen in Tromsø losgefahren, wo wir bei einer super netten Familie untergebracht waren, die was uns dann gestern einen Schlafplatz schon organisiert hat, wo wir wieder im Trockenen schlafen haben können. Und heute war es so, dass es eigentlich so bis 3, 4 es ist trocken gewesen und dann hat es so zum Schütten also angefangen und hat eigentlich jetzt nicht mehr aufgehört bis zum Abend. Und dann haben wir beschlossen, wir werden heute mal bei ein paar Häusern fragen, ob wir irgendwie in der Garage oder so schlafen dürfen. Und haben unseren ganzen Mut zusammengepackt und haben bei Häusern gefragt. Ja, und dann habe ich bei 3 Häusern haben wir gefragt, die waren alle nicht so wirklich hilfsbereit. Ja, und dann sind wir weitergefahren und und dann haben wir schon beschlossen, so jetzt bauen wir das Zelt irgendwo auf, weil ja, das wird halt nichts mehr. Ja. Und dann fahren wir an der Straße weiter und dann sehen wir in so einem relativ großen Gebäude, dass da ganz viele Ziegen drinnen stehen. Und dann haben wir halt zusammenbremst und haben von unten oder von der Straße halt so ein bisschen reingeschaut und haben gesehen, dass da gerade Ziegen gemolken werden. Ja, und die Ziegenbäuerin, die war auch da drinnen und hat uns dann gesehen, dass wir da so neugierig schauen, ist gleich rausgekommen und das war irgendwie gleich voll das nette Gespräch und wir haben halt gefragt, ob wir zuschauen dürfen und dann haben wir halt zuschauen dürfen, hat uns das alles genau erklärt, wie das funktioniert und ja, und dann nachdem wir eigentlich das ganze Prozedere so ein bisschen kennengelernt haben, habe ich sie dann noch gefragt, ja, ob sie nicht irgendwie weiß, ob wir nicht irgendwo in einer Garage oder so schlafen können. Und dann sie so, die Garage, ja, die ist riesig, unsere Garage sicher, kannst du drin schlafen. Aber sie fragt nur ihren Mann. Und weil sie hat schon so gesagt, so, der weiß wahrscheinlich was Besseres. Ja. Genau. Und als die Garage. Als die Garage, genau. Und dann ist er halt aufgekommen und dann sagt er, ja, hey, wir haben ja da unten unseren Wohnwagen stehen. Wir können ja da drin schlafen. Dann hat er uns den Wohnwagen aufgesperrt, hat den Strom angeschlossen, das Gas angeschlossen, ja. Hat uns frische Handtücher gebracht. Ja, und jetzt sind wir da in diesen Wohnwagen herinnen und ja, man muss dazu sagen, heute ist mein Geburtstag und das ist so richtig cool, dass wir meinen Geburtstag so nicht im Regen verbringen müssen jetzt und so ausklingen lassen können. Das ist ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk. Ja, voll. Es ist echt so schön. Der Regen prasselt aufs Dach. Ja. Wir sitzen im Trockenen, haben jetzt gut gegessen und jetzt freuen wir uns dann richtig drauf, dass wir da das Bett aufbauen und dann schlafen legen können. Ja. Voll schön. Im Trockenen. Mit den Ziegenbauern waren wir so auf einer Wellenlänge, dass sie uns gleich für eine zweite Nacht bei sich eingeladen haben. Und für meinen Geburtstag haben sie sogar eine Flasche Sekt geöffnet. Aber für uns muss es weitergehen und kaum haben wir unsere neuen Freunde verlassen, bietet uns Norwegens Tierwelt eine kleine Show. Jetzt sind wir am Pass oben angekommen. Wow, die Landschaft ist schon wieder so gewaltig da. Und ja, Rentiere haben wir jetzt auch endlich gesehen. Voll viel und Rentiere sind dann auch noch vor der einen über die Straßen gerannt.
echt, also die Gegend gefällt uns so gut da. Jetzt werden wir uns irgendwo ein schönes Platzl auf dem Pass herumsuchen, die Aussicht genießen und ein bisschen was schnabulieren. Ja. Genau, wir sind nämlich gerade auf einem Pass gefahren, der was 401 Meter hoch ist. Also, jetzt sind wir noch nicht einmal auf der Höhe von Salzburg. Richtig hoch. Und es fühlt sich aber an, als ob wir im Hochgebirge waren. Und da unten ein riesen Bergsee ist. Ja. Alles ist Fjord. Ja. Die letzten 2 Nächte haben wir ja bei einer Ziegenbauernfamilie verbracht. Und die Hilde, die Ziegenbäuerin, hat uns jetzt 70 Kilometer weiter wieder einen Platz verschafft im Trockenen, wo wir schlafen dürfen. Und zwar ist es diesmal von ihrem Cousin, der Sohn, der hat ein Haus und der hat eine Firma, was offensichtlich irgendwie mit Holz handelt. Ja, und da haben wir jetzt unser Zelt aufstellen dürfen, da drinnen in der Garage. Er selber ist gar nicht da, also wir haben den noch gar nicht gesehen. Das Haus ist da hinten, das heißt, er soll irgendwann heute später noch kommen. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt unser Zelt da drinnen aufgestellt, da werden wir heute die Nacht verbringen. Im Trockenen, weil es schaut schon so aus, als ob es eventuell auch wieder regnen kann in der Nacht. Und das ist dann schon fein, wenn man ein trockenes Plätzchen hat. Es geht weiter nach Alta, das letzte größere Städtchen vor dem Nordkap. Ab hier, so erzählt man uns, wird das Wetter richtig fies. War das bis jetzt alles nur Kindergeburtstag und wird uns Norwegen auf den letzten Kilometern sein wahres Gesicht zeigen? Für mich war das die größte Sorge bei dieser Reise. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euch bei so einer Radreise ans Nordkap am meisten Respekt einflößen würde. Gibt es etwas, das euch so große Sorgen macht, dass ihr so eine Reise erst gar nicht antreten würdet? Wir werden von dem vermeintlich unbezwingbaren Wetter weiterhin verschont, genießen die vielen Rentiere, die uns vom Straßenrand aus beobachten und treffen immer mehr auf Samen, die Ureinwohner des hohen Nordens. In Norwegen, besonders jetzt im Norden von Norwegen, rennen richtig viele Rentiere umeinander. Und was wir schon gelernt haben ist, dass die Rentiere, die was man da sieht, dass die alle jemanden kehren. Es gibt scheinbar nur mehr ganz wenig wilde Rentiere in Norwegen. Also wie gesagt, alle, die was man da sieht, die kehren irgendwie am Bauern. Oder also im Speziellen eigentlich die Sami, muss man sagen. Und die Sami wiederum sind so sozusagen die Ureinwohner von Norwegen. Die leben im Speziellen jetzt da im Norden in der Finnmark. Und man hat uns schon beigebracht, dass man einen Sami niemals fragen darf, wie viele Rentiere er besitzt. Das ist ungefähr so viel, das ist ungefähr so, wie wenn man bei uns jemanden fragt, wie viel Geld hast du im Konto. Das tut man nicht. Es ist so schön, ich liebe so eine Landschaft. Oh, ich habe so Gänsehaut. Oh. Die endlosen Straßen, die Berge, oh, die Stimmung gerade mit den Wolken, das Licht. Oh, das ist so cool. Nachdem wir von Alta losgefahren sind, sind wir jetzt über einen Pass, so einen 400 Höhenmeter Pass drüber gefahren und wirklich von einem Tusch auf den anderen war die Vegetation anders. Also es waren jetzt keine Bäume mehr. Also beim Rauffahren waren noch ganz viele Birken und so, es war noch relativ dichter Wald, Birkenwald. Aber so wie da oben jetzt ist auf einmal nichts mehr. Es ist echt so schön und es erinnert uns so stark an Kirgisistan. Also in Kirgisistan schaut das auch so aus wie da. Nur, dass wir halt in Kirgisistan die meiste Zeit über 2000, 3000 bis zu 4000 Meter oben waren. Aber echt eine wunderschöne Landschaft da. Das Kochen auf Radreise gehört für uns zum Gesamterlebnis dazu. Spaghetti sind der Klassiker, aber dass wir noch wesentlich mehr Rezepte im Petto haben, könnt ihr auf unserem Blog nachlesen.
Dort findet ihr unsere wichtigsten Tipps und Tricks zum Thema Kochen auf Radreise und wir verraten euch unsere besten, oft erprobten Rezepte. Den Link findet ihr in der Infobox. ...140 Kilometer sind es nun ins Nordkap. Unser ursprünglicher Plan war, dass wir von der Hauptstraße wegfahren, so nordwestlich rauf nach Havesund. Wir hätten da ganz gern die Hurtigruten nach Hanningsweg genommen. Leider ist es jetzt genau so, dass an dem Tag, wo wir in Havesund ankommen würden, die Hurtigruten nicht fahren. Ja, echt schade. Jetzt müssen wir die Originalroute fahren durch diesen ewig langen Nordkap-Tunnel. Ja, hilft nichts, werden wir jetzt machen. Was aber voll cool ist, es ist mega Wetter angesagt. In 2 Tagen. Jetzt werden wir Gas geben, dass wir in 2 Tagen am Abend am Nordkap sind. Dann werden wir oben campen und hoffentlich dann einen schönen Sonnenaufgang am Nordkap haben. Geht gerade bergauf. Die vorderen Taschen von der Angie, mit denen haben wir schon in Südostasien ein bisschen Probleme gehabt, dass, wenn alles so feucht ist, dass er ein wenig zum Schimmeln angefangen hat. Aber jetzt da im Norden von Norwegen, die Taschen sind so feucht und nass geworden. Und jetzt gerade habe ich mal die Innentaschen rausgezogen und es schimmelt so grauslich. Das kann nicht gesund sein. Und das werden wir jetzt einfach ausschneiden, weil ich meine, die Taschen, die gehört bald einmal austauschen, schon 100 Löcher. Und ja, ist nicht mehr wirklich gut. Das ist grauslich. Das hat mir der Reini einfach mal die Tasche auseinandergeschnitten. Aber ja, sie war ein bisschen grausig. Jetzt sind wir heute 90 Kilometer gefahren und ich bin echt fertig. Jetzt haben wir beschlossen, wir suchen uns einen Campingplatz und sind da von der Straße so ein bisschen aufgefahren. Da waren nur so Reste von einer alten Straße. Das haben wir jetzt ein bisschen entlang gefahren und jetzt fahren wir weiter und weiter, weil wir kommen da gerade in der Landschaft. Das ist voll arg. Also unten am Meer, da geht die Hauptstraße entlang und wir folgen jetzt quasi der verlassenen alten Straßen. Und da ist nichts mehr, es ist komplett abgesperrt, eigentlich kommen da keine Autos mehr hin. Und da sind nur Berge, Seen und Rentiere und wir. Und das ist ja der Wahnsinn. So schön. Ich habe mich jetzt nur auf den Weg gemacht, um uns Wasser zu organisieren. Da vorne sollte irgendwo ein Bacherl runterkommen, mal schauen. Und zur Not nehmen wir das aus dem See. Werden es halt abkochen dann sollte das auch passen. Jetzt einen Hügel ein bisschen raufgefahren. Da ist ein Fluss entdeckt, der Bacherl. Und dem werde ich jetzt ein bisschen flussaufwärts noch folgen. Das Ding ist, wo man echt nämlich drauf schauen muss, so wie da jetzt sind wahnsinnig viel Rentiere. Und das heißt, wahnsinnig viele Rentiere haben wahnsinnig viele Ausscheidungen. Und wenn man das Wasser jetzt nicht abkocht, und ja, das kann nicht sein, dass du da irgendwie am Magen-Darm-Geschichte einfängst. Deswegen ist es gescheiter, so weit wie möglich raufzugehen. Und desto geringer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeine Verunreinigung drinnen ist. Also immer wichtig, ein bisschen einen Umweg in Kauf nehmen dafür,
geht es einem nachher besser. Oh je, in dem Fall war jetzt der Aufwand ein bisschen umsonst. Es ist mega braun, das Wasser. Ich bin da jetzt relativ weit rauf. Da hinten ist es recht moorig. Ja, wahrscheinlich ganz viel Huminsäure drinnen, was recht braun macht. Wäre jetzt an und für sich nicht so schlimm, aber ich glaube, wir nehmen uns unten vom See, da kommt es direkt vom Berg rein. Das ist glasklar. Und werden halt das, wenn wir Wasser dann noch zusätzlich brauchen, das abkochen. Aber ja, man hat nicht immer Glück. Das probiert. Ja, wieder zurück zu Angie. Die Wettervorhersage lag genau richtig und wenige Kilometer vor unserer Ankunft auf der Nordkapinsel haben wir strahlend blauen Himmel. Was für ein Timing! Nach all den Strapazen der letzten Woche ist das die schönste Belohnung, die wir uns vorstellen können. Die Euphorie in uns wächst ins Unermessliche. Nicht mal 100 Kilometer trennen uns von unserem großen Ziel. Eigentlich kann jetzt nichts mehr schiefgehen, oder? Doch es gibt noch eine letzte große Hürde, die es zu überwinden gilt. Der berühmt-berüchtigte 7 Kilometer lange Tunnel, der die Nordkapinsel mit dem Festland verbindet. Und zwar unter dem Meer. Nach 10 Wochen der bitteren Angst sind wir jetzt vor dem Tor der Hölle angekommen. Zumindest die Hölle für mich. Der Nordkap-Tunnel ist 7 Kilometer lang, geht unter Meer durch. Das heißt, man fährt jetzt die 3 Kilometer, ich glaube 200 Meter runter, dann ein bisschen flach und dann geht es wieder 200 Höhenmeter rauf im Tunnel. 7 Kilometer lang. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mich auf das jetzt freue. Wir wollten das ja eigentlich von vorn, hat nicht geklappt. Augen zu und durch, oder? Man soll ja immer über seinen eigenen Schatten springen, gell? Ich würde sagen, erfolgreich gemeistert. Ich mag trotzdem keine Tunnel. Jetzt kann uns wirklich nichts mehr aufhalten. Das Nordkap ist tatsächlich zum Greifen nahe, das Wetter ist wie aus dem Bilderbuch und unser Herz könnte nicht glücklicher sein. In diesem Licht zeigt sich die Nordkapinsel von seiner idyllischen Seite und wir genießen jeden Moment. Wir sitzen da gerade auf einem Plateau auf der nördlichsten Insel Europas. Nur mehr 20 Kilometer vom Nordkap entfernt. Da hinten sieht man sogar schon das Nordkap. Und zur Feier des Tages, weil wir es jetzt nach ein bisschen über 10 Wochen und 4200 Kilometer geschafft haben, von Salzburg ans Nordkap, gönnen wir unser richtiges Luxusfrühstück. Eine iranische Eierspeis. Genau, also gehackte Tomaten mit 6 Eiern. Da sollte man satt werden. Damit wir genug Energie haben, dass wir die letzten 20 Kilometer ans Nordkap fahren können. Yay! Kann man irgendwie gar nicht glauben, jetzt sind wir
Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Knappe 10 Wochen, knappe 11 Wochen. Knappe 11 Wochen. Ja. Krass, und jetzt sitzen wir da und da vorne ist der nördlichste Punkt Europas. Ich bin so froh, dass das nicht das finale Ziel ist, weil das würde bedeuten, dass es vorbei ist. Aber es geht ja Gott sei Dank weiter. Und wohin? Das wissen wir selber noch nicht. Na. Jetzt sind es noch mal 1 Kilometer. Dann stehen wir echt am Nordkap. Wir sind angekommen. Wir fallen uns in die Arme und sind stolz, erleichtert und dankbar. Die Nordkap-Kugel haben wir für einen kurzen Moment für uns alleine und die Emotionen kochen über. In dem Moment ist das Nordkap für uns das allerschönste Ende der Welt. Die Entscheidung, wie es mit unserer Reise weitergehen soll, haben wir tatsächlich bis zum Schluss aufgehoben. Im letzten Moment haben wir uns dafür entschieden, in Europa zu bleiben, um mehr von dieser Ecke der Welt zu sehen. Deswegen sind wir nun am Weg zur finnischen Grenze, um Finnland von Nord nach Süd mit dem Fahrrad zu durchqueren. Und euch nehmen wir bei dieser abenteuerlichen Reise natürlich mit. Wer jetzt nur mehr praktische Infos zum Thema Radreisen in Skandinavien sucht, der kann gerne mal auf unserer Webseite www.saddlestories.at vorbeischauen. Dort teilen wir GPX-Tracks, Routeninfos und zeigen euch unsere Ausrüstung. Und vergesst nicht einmal bei CyberGhost VPN vorbeizuschauen. Für uns ist ein VPN aus dem Reisegepäck nimmer wegzudenken und deswegen freut es uns, dass ihr über unseren Link in der Videobeschreibung den VPN für nur 1,94 € im Monat bekommt. Schaut euch das Angebot mal an und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es einmal quer durch Finnland geht.